Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute habe ich ein leckeres Grammatikbonbon für dich. Du lernst in einem einzigen Video alles, was du brauchst. Den Unterschied zwischen aktiv und passiv, wie man Sätze ins Passiv umformt und andersherum, dann alle 6 Zeiten im Passiv, das Vorgangspassiv und das Zustandspassiv, wann man kein Passiv bilden kann, dann das Passiv mit Dativobjekt und ohne Subjekt, das Passiv mit Modalverben, das Erststellen es und Passiversatzformen. Am besten machst du es dir gemütlich, holst dir eine große Tasse Kaffee und schaust dir das Video bis zum Ende an, denn darin lernst du mehr als in einem Monat Deutschunterricht. Und dann habe ich noch ein Geschenk für dich, das kostenlose Einmaleins der Grammatik mit den wichtigsten Regeln, natürlich auch zum Passiv, sowie Übungen mit Lösungen. Hol dir das auf jeden Fall, denn dann kommst du noch schneller an dein Ziel. Der Link zum Download ist unter diesem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Also, was heißt das überhaupt? Passiv. Schau dir mal die folgenden Beispiele an. Ich gieße die Blumen. Die Blumen werden gegossen. Ich streiche die Wand. Die Wand wird gestrichen. Fällt dir schon etwas auf? In den Aktivsätzen geht es darum, was ich mache. Ich bin das Subjekt. Ich bin aktiv und ich gieße und streiche. Zum Vergleich die Passivsätze. Ist hier die Person wichtig, die gießt und streicht? Nicht wirklich, denn beim Passiv ist die Handlung wichtig und nicht die Person. Und warum heißt es passiv? Ganz einfach. Was machen die Blumen? Nichts. Was macht die Wand? Nichts. Sie sind passiv. Das heißt also, dass ein Aktivsatz ein aktives Subjekt hat, das die Handlung des Verbs ausführt. Ich gieße und ich streiche. Aber ein Passivsatz hat ein passives Subjekt. Das Subjekt macht nichts. Die Blumen werden gegossen und die Wand wird gestrichen. Von wem? Keine Ahnung. Und das ist auch total egal, denn wichtig ist die Handlung, also die Aktion, die passiert. Wichtig ist hier nur, dass die Blumen nicht vertrocknen und dass die Wand schön weiß ist. Und hier kommen wir auch schon zu den beiden wichtigsten Fragen. Wozu braucht man überhaupt das Passiv? Und muss ich das beim Sprechen und Schreiben auf Deutsch benutzen? Das Passiv findest du immer dort, wo die handelnde Person nicht wichtig oder nicht bekannt ist. Hier noch 2 Beispiele. Das neue Freibad wurde endlich eröffnet. Interessiert dich, wer das Freibad eröffnet hat? Nein, du willst doch einfach nur baden gehen. Das Auto meines Nachbarn wurde letzte Nacht total zerkratzt. Ihn interessiert natürlich, wer das war, aber er weiß es nicht. Natürlich kann man genauso gut sagen, man hat endlich das Freibad eröffnet und jemand hat letzte Nacht das Auto meines Nachbarn zerkratzt. Und damit kommen wir zur Antwort auf die 2. Frage. Du kannst problemlos ein Leben ohne das Passiv führen, denn man kann jeden Passivsatz auch als Aktivsatz benutzen. Wie das geht mit der Umformung, zeige ich dir gleich. Also, wenn du sprichst oder schreibst, musst du das Passiv nicht benutzen. Es gibt immer eine andere Möglichkeit, aber vielleicht wirst du in einer Prüfung danach gefragt. Und dann solltest du es schon können. Außerdem findest du es sehr oft in der deutschen Sprache und du solltest es zumindest verstehen können. Wie ist das in deiner Muttersprache?
Benutzt du oft das Passiv? Achte mal darauf, wie und wann du in deiner Muttersprache das Passiv benutzt. Das wird dir sehr beim Deutschlernen helfen. Übrigens, du kannst auch im Passivsatz die Person nennen, die die Handlung ausführt. Die Blumen werden von mir gegossen und die Wand wird von deiner Lehrerin Julia gestrichen. Jetzt hast du auch alle Satzteile, die du brauchst, um diese Passivsätze in Aktivsätze umzuformen. Die Blumen werden von mir gegossen. Ich gieße die Blumen. Die Wand wird von deiner Lehrerin Julia gestrichen. Deine Lehrerin Julia streicht die Wand. Es gibt dafür eine ganz einfache Grammatikregel. Das Akkusativobjekt im Aktivsatz ist das Subjekt im Passivsatz. Und das Subjekt im Aktivsatz ist von plus Dativ im Passivsatz. Nehmen wir mal einen Aktivsatz und formen ihn in einen Passivsatz um. Ich schreibe einen Brief. Das Akkusativobjekt ist einen Brief. Das nehmen wir jetzt als Subjekt im Passivsatz. Und Achtung, das Subjekt steht immer im Nominativ. Also, ein Brief wird geschrieben. Das Subjekt im Aktivsatz ist ich. Wenn wir das umformen, dann benutzen wir von mir. Also heißt der Satz, ein Brief wird von mir geschrieben. Fertig! Schauen wir uns jetzt mal die 6 verschiedenen Zeiten an, die wir im Deutschen haben. Die gelten leider auch für das Passiv. Ein Brief wird von mir geschrieben. Dieser Satz steht im Präsens. Und er besteht aus dem Verb werden und einem Partizip 2. Und das Gute ist, das Partizip 2 ändert nie seine Form. Das heißt, du änderst immer nur das Verb werden. Achtung, das sieht jetzt gleich ein bisschen kompliziert aus mit den verschiedenen Zeitformen. Aber keine Angst, denn die meisten davon benutzen wir sehr selten. Ich empfehle dir daher, gut die Zeiten Präsens und Präteritum zu lernen. Oft hört man auch das Perfekt, aber Plusquamperfekt, Futur 1 und Futur 2, na. Präteritum. Ein Brief wurde von mir geschrieben. Perfekt. Ein Brief ist von mir geschrieben worden. Achtung! Das Perfekt im Passiv benutzt man immer mit dem Hilfsverb sein. Und das Partizip 2 ist hier nicht geworden, sondern worden. Plusquamperfekt. Ein Brief war von mir geschrieben worden. Und auch hier benutzen wir das Hilfsverb sein in der Vergangenheit. Und das Partizip 2 ist immer worden und nicht geworden. Futur 1. Ein Brief wird von mir geschrieben werden. Futur 2. Ein Brief wird von mir geschrieben worden sein. Du siehst selbst, die Formen sind viel zu lang und viel zu kompliziert und deshalb benutzen wir sie eigentlich auch sehr, sehr selten. Aber es kann sein, dass du diese Formen irgendwann mal liest und dann weißt du Bescheid. Wir schauen uns jetzt noch etwas anderes an, denn das Passiv kann man aus 2 verschiedenen Perspektiven betrachten. Gehen wir nochmal zurück zu unseren Beispielen vom Anfang. Die Blumen werden gegossen. Das ist ein Prozess, oder? Aber wie sagt man, wenn der Prozess beendet ist? Die Blumen sind gegossen. Wie ist es beim zweiten Satz? Die Wand wird gestrichen. Auch diese ist irgendwann mal fertig. Und dann sagt man, die Wand ist gestrichen. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Man spricht einerseits von Vorgangspassiv und andererseits von Zustandspassiv.
Das Prinzip ist ganz einfach. Bei Handlungen haben wir normalerweise ein Ziel. Das heißt, wenn wir einen Prozess beginnen, wollen wir auch, dass der Prozess irgendwann zu Ende ist. Ein gutes Beispiel ist Wäsche waschen. Die Wäsche wird gewaschen, aber sie wird natürlich nicht ewig gewaschen, denn irgendwann soll sie fertig sein. Und dann sagt man, die Wäsche ist gewaschen. Das funktioniert im Prinzip wie ein Adjektiv. Du kannst ja auch sagen, die Blumen sind schön, die Wand ist weiß und die Wäsche ist sauber. Verstehst du? Auch hier, die Suppe wird gekocht. Vorgangspassiv. Und wenn die Suppe fertig ist, sagen wir, die Suppe ist gekocht. Zustandspassiv. Gibt es für jedes Verb ein Vorgangspassiv und ein Zustandspassiv? Nein, es kommt auf die Sache an, die passiert. Zum Beispiel, stell dir vor, du verlierst dein Handy. Wie lange dauert es, ein Handy zu verlieren? Ist das überhaupt ein Vorgang? Eher nicht, denn das Verlieren dauert nur eine Sekunde. Hier spricht man nur von einem Zustand, wenn das Handy weg ist. Also das Handy ist verloren. Andersrum gibt es manche Aktionen, die keinen Zustand haben, weil die Aktion zum Beispiel kein Ende hat oder weil die Form einfach nicht logisch ist. Die Sonne strahlt die Erde an. Das macht sie immer. Hier gibt es kein Ende, zumindest solange unsere Sonne existiert. Es ist hier also nicht möglich zu sagen, die Erde ist von der Sonne angestrahlt. Man sagt, die Erde wird von der Sonne angestrahlt. Oder du gehst ins Museum und schaust dir ein Bild an. Das heißt, das Bild wird von dir angeschaut. Wenn du damit fertig bist, findest du es logisch zu sagen, das Bild ist jetzt von dir angeschaut? Eher nicht. Also hier benutzen wir kein Zustandspassiv, sondern nur das Vorgangspassiv. Auch hier empfehle ich dir, in deiner Muttersprache darauf zu achten, wann du das Vorgangspassiv und wann du das Zustandspassiv benutzt. Und zum Abschluss schauen wir uns noch an, welche Verben kein Passiv bilden können. Und hier ist es gut, einfach mal ganz logisch zu denken. Das Passiv gibt es nur, wenn eine Person oder Sache etwas mit einer anderen Person oder Sache machen kann. Zum Beispiel Autos reparieren oder Dinge einkaufen oder andere Personen über etwas informieren. Also prinzipiell immer da, wo es ein Akkusativobjekt gibt. Autos werden repariert, Dinge werden eingekauft und Personen werden informiert. Das heißt also, wenn es im Aktivsatz kein Objekt gibt, dann gibt es in der Regel auch kein Passiv. Das ist zum Beispiel der Fall bei Modalverben. Ich kann singen, aber ich kann nicht gesungen werden. Das kann nur ich alleine machen. Keine andere Person kann für mich singen. Achtung, es gibt Passivsätze mit Modalverben, aber nur, wenn das Hauptverb passivfähig ist. Zum Beispiel, der Patient wird operiert. Oder der Patient muss operiert werden. Dieses Thema erkläre ich euch aber im nächsten Video. Dann bei Verben der Bewegung oder der Zustandsveränderung, zum Beispiel gehen oder einschlafen. Und das sind diejenigen Verben, die das Perfekt mit sein bilden. Ein super Beispiel ist zur Toilette gehen. Kann ich für dich zur Toilette gehen? Nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das kannst du nur alleine machen. Reflexive Verben. Du verliebst dich in eine andere Person. Auch das kannst du nur alleine machen. Niemand kann sich für dich in eine andere Person verlieben, verstehst du? Und deshalb gibt es hier keine Möglichkeit, ein Passiv zu bilden. Verben mit der Bedeutung haben, bekommen oder erhalten.
Sagen wir, du hast ein Handy. Auch hier ist es unlogisch zu sagen, du wirst ein Handy gehabt. Für mich ist das jetzt selbst total unlogisch, das auszusprechen. Und zum Schluss die Verben kennen, wissen oder kosten. Fallen dir noch andere Verben ein, die kein Passiv haben können? Dann schreib sie in die Kommentare. Bereit? Dann geht's los. Und zwar mit folgenden Beispielen. Der Lehrer gibt dem Schüler ein Buch. Aktiv- oder Passivsatz? Natürlich ein Aktivsatz, denn der Lehrer ist aktiv und gibt etwas, nämlich ein Buch. Was macht das Buch? Nichts. Ein Buch wird dem Lehrer vom Schüler gegeben. Das heißt, das Buch ist das Subjekt im Passivsatz. Erinnerst du dich noch an die Regeln aus dem letzten Video? Das Akkusativobjekt aus dem Aktivsatz wird das Subjekt im Passivsatz und das Subjekt aus dem Aktivsatz wird von plus Dativ im Passivsatz und das ist jetzt ein Adverbial. Und Achtung, das Subjekt steht immer im Nominativ, egal ob es ein Aktiv- oder ein Passivsatz ist. Bestimmt fällt dir auf, dass es hier noch einen Satzteil gibt, nämlich dem Schüler. Und das ist ein Dativobjekt. Und Achtung, wenn du einen Satz umformst von aktiv zu passiv oder von passiv zu aktiv, dann bleibt das Dativobjekt gleich. Du änderst nichts an seiner Form. Hier noch ein Beispiel. Oma schenkt ihrem Enkel jedes Jahr Socken. Der Klassiker. Wer ist hier aktiv und schenkt? Natürlich die Oma. Also ist es ein Aktivsatz, denn das Subjekt ist aktiv und schenkt ihrem Enkel Socken. Also, Socken werden ihrem Enkel geschenkt. Das ist jetzt ein Passivsatz, denn das Subjekt ist passiv und macht nichts. Außerdem muss das Verb werden jetzt im Plural stehen, denn die Socken sind ja auch Plural. Und was passiert mit dem Dativobjekt ihrem Enkel? Nichts. Das bleibt unverändert. Und das ist für die nächsten Beispiele sehr wichtig. Der Lehrer hilft dem Schüler. Ist das ein Aktivsatz? Ja, denn der Lehrer ist aktiv und hilft. Was macht der Schüler? Hilft er auch? Nein. Also, dem Schüler wird vom Lehrer geholfen. Und jetzt kommt die große Preisfrage. Was ist das Subjekt in diesem Satz? Es gibt keins, denn der Aktivsatz hat kein Akkusativobjekt, sondern nur ein Dativobjekt. Und das Dativobjekt bleibt Dativobjekt. Und das bedeutet jetzt, es gibt kein Subjekt in diesem Satz. Und das ist eine absolute Ausnahme, die es nur bei Passivsätzen mit Dativobjekten gibt. Hier noch ein Beispiel. Dem Chef wird von den Mitarbeitern gratuliert. Ist das ein Aktivsatz oder ein Passivsatz? Das ist ein Passivsatz. Und das erkennst du erstens an den Verben, denn wir haben eine Kombination aus werden plus Partizip 2 und zweitens erkennst du es an dem von plus Dativteil, denn das ist ganz typisch für Passivsätze. Und wo ist jetzt das Subjekt? Es gibt keins. Es gibt hier nur ein Dativobjekt am Satzanfang und ein Adverbial mit von. Formen wir diesen Satz mal in einen Aktivsatz um. Und dazu nehmen wir den von-Teil und benutzen es als Subjekt im Aktivsatz. Die Mitarbeiter gratulieren dem Chef zum Geburtstag. Siehst du, in diesem Aktivsatz gibt es auch kein Akkusativobjekt und deshalb kann es kein Subjekt im Passivsatz geben. Übrigens, wenn diese Sätze im Plural stehen, bleibt das Verb trotzdem im Singular. Den Schülern wird geholfen. Den Chefs wird gratuliert.
Du weißt ja, dass das Subjekt und das Verb zusammengehören. Aber da wir hier kein Subjekt haben, muss das Verb in der dritten Person Singular stehen. Immer. Und noch eine letzte wichtige Sache. Wir formen jetzt mal 2 Passivsätze in Aktivsätze um. Ein Kuchen wird von meiner Mama gebacken. Tagelang wurde über den Autounfall gesprochen. Beim ersten Satz ist es einfach. Wir nehmen wieder den Von-Teil und formen ihn in ein Subjekt im Nominativ um. Meine Mama backt einen Kuchen. Es ist ganz wichtig, dass du bei der Umformung immer in der gleichen Zeit bleibst, also Präsens zu Präsens, Präteritum zu Präteritum etc. Aber wie ist es mit dem zweiten Satz? Denn hier haben wir keinen Von-Teil, den wir in ein Subjekt umformen können. Aber zum Glück gibt es hier eine ganz einfache Lösung. Man kann das Pronomen Mann als Subjekt benutzen. Und das geht immer. Man sprach tagelang über den Autounfall. Alles klar soweit? Dann schauen wir uns jetzt noch eine weitere Möglichkeit an, das Passiv zu bilden. Und zwar mit dem Erststellen-S. Dafür schauen wir uns nochmal die Beispiele von vorher an. Ein Buch wird dem Schüler vom Lehrer gegeben. Socken werden dem Enkel jedes Jahr von Oma geschenkt. Dem Schüler wird vom Lehrer geholfen. Den Chefs wird von den Mitarbeitern gratuliert. Es gibt in der deutschen Sprache ein Stilmittel, das man auch gerne in der Literatur benutzt, und das nennt sich Erststellen-S. Das gibt es sowohl für Aktivsätze als auch für Passivsätze. Es wird dem Schüler vom Lehrer ein Buch gegeben. Es werden dem Enkel jedes Jahr von Oma Socken geschenkt. Es wird dem Schüler vom Lehrer geholfen. Es wird den Chefs von den Mitarbeitern gratuliert. Ganz wichtig, dieses S am Anfang ist kein Subjekt. Es ist nur ein Platzhalter für die Position 1. Du musst also auf das echte Subjekt im Satz achten, damit das Verb stimmt. Zum Beispiel Socken ist Plural, also muss das Verb werden auch im Plural stehen. Im ersten Satz ist das Buch Subjekt und Singular, deshalb wird. Aber wenn wir daraus jetzt Bücher machen, dann muss sich auch das Verb anpassen. Also es werden Bücher vom Lehrer gegeben. Im dritten und vierten Satz geht das aber nicht, denn es gibt ja kein Subjekt und da muss die Regel sein, dass das Verb immer in der dritten Person Singular steht. Du weißt ja, dass der Satzbau in der deutschen Sprache ziemlich flexibel ist. Das bedeutet, man kann im Prinzip jeden Satzteil an Position 1 stellen. Aber das Erststellen-S gibt es nur an Position 1, deshalb auch Erststelle, und es existiert nicht in Fragen. Kommen wir nun zu Passivsätzen, die ein Modalverb haben. Und hier geht es vor allem um die Struktur im Satz, denn wie du gleich sehen wirst, gibt es jetzt ganz schön viele Verben. Paula muss Miete zahlen. Aktiv- oder Passivsatz? Natürlich aktiv, denn Paula zahlt. Was macht die Miete? Nichts. Und jetzt Achtung! Die Miete muss von Paula bezahlt werden. Die Miete musste von Paula bezahlt werden. Die Miete hat von Paula bezahlt werden müssen. Die Miete hatte von Paula bezahlt werden müssen. Die Miete wird von Paula bezahlt werden müssen. Keine Sorge, viele der Formen benutzen wir überhaupt nicht, weil sie viel zu lang und kompliziert sind. Und aus diesem Grund schauen wir uns auch das Futur 2 gar nicht erst an, denn das führt nur zu Depressionen. Wichtig ist, dass du das Präsens und das Präteritum gut kannst und das Perfekt solltest du auch können. Eine Sache ist noch wichtig.
die Position im Nebensatz. Du weißt ja, dass das Verb im Nebensatz am Ende stehen muss. In diesem Fall die Verben. Wichtig ist, dass die Reihenfolge der Verben immer gleich bleibt. Paula muss ausziehen, weil die Miete von ihr nicht mehr bezahlt werden kann. Du siehst, alle Verben stehen jetzt hinten und zwar immer in dieser Reihenfolge. Paula musste ausziehen, weil die Miete von ihr nicht mehr bezahlt werden konnte. Paula musste ausziehen, weil die Miete von ihr nicht mehr hat bezahlt werden können. Achtung, der Passivteil ist bezahlt werden und der Perfektteil ist hat können und du siehst, können steht hier im Infinitiv und das ist immer so und gilt auch für das Plusquamperfekt. Paula musste ausziehen, weil die Miete von ihr nicht mehr hatte bezahlt werden können. Und ähnlich wie beim Perfekt ist der Passivteil bezahlt werden und der Futurteil wird können. Aber jetzt mal im Ernst, das benutzt kein Mensch. Ich würde diese Form nie benutzen. Ich würde immer hier das Präsens benutzen, denn damit kann man auch über die Zukunft sprechen. Und zum Abschluss, wie versprochen, die Passiversatzformen. Vielleicht hast du davon schon mal gehört, vor allem wenn du eine Prüfung schreibst. Sie sind ein toller Weg, um das Passiv mit dem Modalverb können in einer anderen Form auszudrücken. Achtung, eine Passiversatzform ist kein Passiv. Sie ist eine Ersatzform für ein Passiv und hat weder das Verb werden noch das Partizip 2. Hier mal ein Beispiel. Man kann das Wasser aus der Leitung trinken. Das ist ein ganz normaler Aktivsatz und noch keine Ersatzform. Daraus machen wir jetzt mal einen Passivsatz. Das Wasser aus der Leitung kann getrunken werden. Auch das ist keine Passiversatzform. Wenn du aber einen interessanteren und abwechslungsreicheren Stil verwenden möchtest, hast du folgende 3 Möglichkeiten. Das Wasser lässt sich trinken. Sich lassen plus Infinitiv ist eine Möglichkeit. Oder die Fenster lassen sich öffnen. Und das kaputte Auto lässt sich nicht mehr reparieren. Das Wasser ist trinkbar. Einige Verben lassen sich mit der Endung bar zu einem Adjektiv umformen, aber leider nicht alle. Öffnen geht leider nicht, aber reparieren schon. Das kaputte Auto ist nicht reparierbar. Zum Thema Adjektive mache ich bald mal ein Video für dich. Und die 3. Möglichkeit, das Wasser ist zu trinken. Ist zu plus Infinitiv hat entweder die Bedeutung von können oder von müssen, je nach Kontext. Ich würde sagen, dass es meistens die Bedeutung müssen hat, aber das findest du normalerweise im Kontext selbst heraus. Die Fenster sind zu öffnen. Die Rechnung ist zu bezahlen. Das Auto ist zu reparieren. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Und wenn du die komplette deutsche Grammatik lernen und von mir persönlich betreut werden möchtest, dann komm in meinen Grammatikkurs. Als Abonnent von meinem Kanal bekommst du sogar einen Rabatt von mir. Das war's jetzt aber wirklich. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video. Deine Julia.